an sich bestimmt ist, dann weit entfernt zu sein und dann zurückkommen kann, während Bumerang. Dafür sind bei diesen Anlagen also Sicherungselemente schon eingebaut gewesen, weil die auch mit sowas gerechnet haben. Aber es hat eben da einen Rückschlag gegeben, der also nicht hundertprozentig gut abgeleitet wurde, und dieser Rückschlag ist dann quasi in die Erde gegangen und hat dazu geführt, dass es also einen großen Unfall in Tschernobyl an diesem Tage gab. Wo stand die Anlage? Direkt in Tschernobyl, oder? Die Anlage steht selber ein Stück vor Tschernobyl. Ich bin also auf diese ganze Thematik gekommen durch einen Zeitungsbericht von Professor Lenkfelder vom Otto-Huxlein-Institut in München, der öfter Fahrten macht, um den Leuten, den Betroffenen, Kranken und so weiter dahin zu helfen. Nimmt auch als Journalisten mit, um diese Thematik immer mal wieder in die Presse zu bekommen. Er macht das alles, so viel ich weiß, also auch größtenteils ehrenamtlich, also sehr honorabler Mensch, arbeitet auch mit mit den internationalen Ärzten gegen den Atomkrieg zusammen. Und in diesem Zeitungsbericht wurde geschildert von einem der Journalisten, der mitgefahren war, dass sie, bevor sie Tschernobyl erreichten, sie plötzlich an einem riesigen Antennenfeld vorbeikamen. 100 bis 150 Meter hohe Antennen, 600 Meter lang, 2 Reihen, abseits der Straße. Und dann hat er gefragt, ja, was ist denn das? Gesagt, ja, halten Sie doch mal an, ein Busfahrer wollte das dann gleich knipsen und alles, aber also, sie wollten da nicht anhalten, aber anscheinend aus bestimmten Geheimhaltungsgründen auch. Aber Herr Lenkfelder hat dann eben gesagt, zu den Journalisten, das ist das Gegenpendant vom Krieg der Sterne der Amerikaner. Das ist mit sogenannten Star Wars getan, um eben mit Skalarwaffen zu arbeiten. Und es sollten, und das war auch seine Aussage in dem Artikel, oder von den Journalisten halt, es sollten weitere, also insgesamt 16 Reaktoren entstehen in Tschernobyl und hauptsächlich Energiebedarf dieser riesigen Antennenanlage. Das ist natürlich ein Hammer, nicht? Also, wie wir sagen, da war das ja eben auch schon 20 Jahre her. Ja. 21. Was ist da passiert dann? Wie ging das Ding weiter? Was gibt es da für Informationen? Man muss sich ein bisschen wundern über die öffentliche Darstellung. Das ist so, es gibt ja immer wieder bei den Tschernobyl-Tagen im letzten Jahr verstärkt, gab es ja sehr viele Filme, zum 20-jährigen Trauertag quasi von Tschernobyl, wo immer wieder die alte Geschichte wiedergekreuzt wurde. Die hätten also da ein Experiment dergestalt gemacht, der Reaktor wurde dann runtergefahren, nicht? Und im Rahmen dieses Runterfahrens gab es dann eben Stromausfall, und demzufolge ist das Ganze dann geschehen. Dem widerspricht also ein Film, der damals, ich meine, von den Dänen in Zusammenarbeit mit Radę gemacht wurde, der 98 ausgestrahlt wurde, wo Wissenschaftler sagen, dass es bevor also dieser Reaktor in die Luft ging, es also ein 20-sekündiges Erdbeben gab. Und vor diesem Erdbeben also eben auch Lichtblitze bläulicher Art. Die Rohre der Anlage waren wie durchgeschnitten mit einem Schneidbrenner, mit einem elektrischen Schneidbrenner. Wir wissen ja aus anderer Thematik, dass unsere solche Waffensysteme ja oft existieren, wo man heute Autos mit durchschneiden kann und was weiß ich alles, was auch ein Kriegseinsatz ist. Aber das wird uns eben nicht erzählt. Das heißt, beide Staaten waren und sind bis heute anscheinend zu einem Übereinkommen gekommen, samt der internationalen Atomenergieaufsichtsbehörde, dieses, ich sag mal mit Verlaub, Märchen in der Weltbevölkerung mitzuteilen. Weil wenn die uns und die ganzen Bevölkerung, die ja mit ihren Steuergeldern für diese hübschen Systeme bezahlen, mitteilen, mit was für ungeheuerlichen Dingen die da spielen und welche ungeheuerlichen Gefahren das dann eben auch hat, die man ja gesehen hat, würde, glaube ich, eine ziemliche Revolte loswerden. Ja, wir wissen ja inzwischen, dass diese Sachen ja auch großflächig zur Wettermanipulation eingesetzt werden und auch zum militärischen Missbrauch. Und das ist ja das, wo Pepiczków also immer wieder sehr, sehr eindeutig darauf hinweist und auch warnt. Also man kann ja diesen Sachen wohl auch Wunderdinge zaubern, aber das in den richtigen Händen. Genau. So ist es eben halt, und im Moment ist es also wirklich, dass da wirklich, also wollen wir so sagen, sehr viel Schindluder mitgetrieben wird und also wirklich in höchstem Maße die Vernichtung auch vorangetrieben wird. Welche Informationen gibt es dann, was danach passiert ist? Also ich hab mal gehört und auch irgendwo nachrecherchiert, dass diese Anlage dann abgebaut worden ist und woanders wieder aufgestellt wurde. Ja, also das konnte ich jetzt noch nicht, also aktenmäßig oder fotomäßig irgendwie nachverifizieren, aber es wird gesagt, dass die Anlage eben abgebaut wurde und dann auf Kuba installiert worden sein soll. Wo sie angeblich dann auch, ob sie jetzt im Betrieb ist, das kann man sich auch noch nicht sagen. Also der Herr Gordon, also dieser Leutnant Colonel, der ehemalige der USA,
sagt, dass diese Dinge teilweise auch von der AUM-Sekte benutzt wurden. Was ist das, die AUM? Ja, das ist die Gruppe, die damals schon in Japan bekannt geworden ist durch, ich sag mal, angebliche Anschläge in der U-Bahn. Ja, ja. Ich sage deswegen angeblich, weil nicht alles, was uns als Terrorismus verkauft wird, unbedingt Terrorismus sein muss. Aber das, Wir wissen inzwischen. Ja. Das wurde aber so uns verkauft, kann man so sagen. Und die sollen sogar mit so einer Anlagen geübt haben in Australien. Aber das hat jetzt nichts direkt damit zu tun. Ja, ja. Das ist der Informationsstand jetzt so weiter als zu dieser Anlage. Gibt es da Filmmaterial? Du hattest gesagt, du... Ja, also wir können ja ein paar Filmausschnitte einbauen von den Wissenschaftlern, die in der UdSSR, also wie die UdSSR dann fiel. Da wurden ja bestimmte Dinge bekannt, weil sie dann auch nicht mehr der Geheimhaltung unterlagen. Der KGB hat damals also streng vorgegeben, was zu sagen ist der Öffentlichkeit. Und das geht aus diesem Film hervor. Wir sind in den Netzverschaltung gesetzt und weitergekommen. In den jeweiligen Kontrollraum über den Reaktor. Sagen wir mal unter dem Reaktor. Tschetschenland glaubt heute nicht mehr, dass man diesen Dinge jemals ernsthaft hatte verlieren wollen. Dort würde das Zutreffen, dann müsste er nach und nach bis zum Rand mit radioaktivem Material gefüllt sein. Und Tschetschenland und seine Leute könnten sie kaum mehr unten herumklettern. Jedenfalls niemals ohne aufwendigen Schutz. Sie würden mit Sicherheit auch durch schwere Schadenschäden davon führen. Dabei ist das Atomkraftwerk ausgerechnet dort gebaut worden, wo sich zwei riesige Vulkane treffen. Man könnte sagen, zwei Vulkane planetarischen Ausmaß. Die Leute wussten ganz einfach nicht, welchen Abstand von Erdbeben zum Phänomen einzuhalten hat. Die Mitarbeiter jeder Nachtschicht wurden als Verbrecher vorgeführt und zu langen Haftstrafen verurteilt. Die sowjetischen Behörden gaben ihnen die ganze Schuld von der Katastrophe. Egal, ob sie im Kontrollraum gelebt hatten oder in der Turbine, alle haben berichtet, dass sie irgendwie gespürt haben, was der Unfall sich eigentlich bewegt. Die meisten erinnern sich an ein dunkles Grollen. Damit fing alles an. Im Ort steht eine tiefe Frequenz. Einige sagten sogar, es sei ihnen vorgekommen wie ein Erdbeben. Berichte vom Kraftwerksbeschäftigten, die in jener Nacht vermisst hatten, verdachten aus, die Erde bebte, bevor die Katastrophe losbrach. Was unterscheidet eigentlich ein natürliches von einem künstlich erzeugten Erdbeben? Bei dem Katastrophenbeben vom 11. März 2011 im japanischen Fukushima lag das Epizentrum in exakt 10 Kilometer Tiefe. In dieser Tiefe befindet sich der kritische Punkt für eingelagertes Wasser. Hierzu ein Vergleich. Das Neujahrsbeben vor Japan am 1. Januar 2012 ereignete sich in einer Tiefe von ca. 370 Kilometern mit Stärke 7. 9 Tage später gab es vor Sumatra ein Seebeben in 30 Kilometer Tiefe, ebenfalls bei Stärke 7. Beide Beben erzeugten jedoch keinen Tsunami. Durch die seismografischen Messungen zu den verheerenden Beben im osttürkischen Bodengebiet im Jahr 2011, Haiti im Jahr 2010 und Indonesien im Jahr 2004 wiesen exakt die Tiefe um 10 Kilometer auf. Zudem wurde die Aktivität elektromagnetischer Waffensysteme, wie beispielsweise HAARP in Alaska, während dieser Beben nachgewiesen. Während solcher militärischen Anwendungen erwärmt sich die Ionosphäre der Erde um messbare 3 Grad Celsius. Typisch ist auch, dass es keinerlei Vorbeben gibt. Ein derzeit noch verräterischer Kunstfehler? So oder so, wer stoppt diese Waffenentwickler? Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.
za delikatny ten taki film, oni chcieli tam coś powiedzieć. Organizacja, w sensie ziemi, tego znaczy, że to było sterowane. No, tam wtedy Rosja, to ona była sama siema, tam już nikt nie mógł sterować. Aha. Tutaj komando wysadziło do Radę i to spowodowało awarię w tym. Bo ten prąd szedł do ziemi, a wiesz, przeszedł tam, gdzie było odpowiednio radioaktywność i wysadził. Patrz. Żanie bliska nie wypiła nitka. Same elektro. 20 meters. Nie dam A little bit smaller, 90 meters high and 300 meters long. Yes. So the main purpose of this antenna was to detect points of any kind of missiles from US. This radar was a part of anti-ballistic system of the Soviet Union. This is one of the 3 radars. And quite impressive, isn't it? What was it called? Duga 3. Duga 3, or Russian the Spectre, or Eye of Moscow, or Chernobyl 2. A lot of different names. Unfortunately, in 84, 2 years before disaster, before Chernobyl disaster, was close to a reconstruction, and never started again. So, totally abandoned military radar. Tak. Także nasza tłusta Anita ani jednej lampki wina dzisiaj nie wypiła, bo Breżniew dla niej wypił za nią. Ja jej kiedyś to powiem, słuchaj.